Wir befinden uns noch immer in der Kurvenorgie der Rennstrecke von Mugello. Wie Sie sehen, ist das also ein ewiges Bergab und Kurvenorgie, genauso wie der Nürburgring, nur etwas sicherer und viel, viel kürzer. Sicherlich auch in Mugello werden wieder unheimlich schwer zu schlagen sein die im Moment so schnellen Maurer BMW. Seitdem der neue Designer Gustav Brunn einen neuen Wagen entworfen hat, ist also alles happy in dem Team und sie zählen sicher zu den Sieganwärtern. Genauso auch wie die March BMW und die Tollmanns. Zu beachten wird in Italien auch sein Riccardo Paletti mit dem Pioneer March und selbstverständlich auf die Ralt Hondas darf man auch nicht vergessen. Das längste Stück, die längste Gerade, die Start-Zielgerade und wir hoffen, dass unser Jo Gartner hier in führender Position oder in guter Position am Sonntagnachmittag hier das Rennen beenden kann. Ja, das ist dann praktisch schon am Vorstart. Aufstellung zum Start, das war Training schnellster mit der Startnummer 4, der Belgier Thierry Putzen auf March, Bridgestone-Reifen, zweiter sein Teamkollege Corrado Fabi, ebenfalls mit den Werksmarch und Bridgestone-Reifen, dritter war dann Elje Elk mit den schwarzen Maurer, vierter im Training ganz überraschend der Richard Tallest mit dem AGS, fünfter war dann der Gio Flies. Wir waren Achter, waren mit dieser Platzierung sehr, sehr zufrieden. Wir waren wieder bester Tollmann. Neunter neben uns ist gestanden Stefan Johansen, der war um einige Hundertstel langsamer wie wir. Immerhin, der hat heuer schon einen EM-Lauf gewonnen und ist in der EM sehr, sehr gut gelegen. Das ist ein Blick ins Maurer-Mampe-Team. Im Gespräch Elje Elk links und rechts, das ist der Designer, der neue, und zwar der Gustav Brunner, der früher bei ADS Formel 1 gearbeitet hat. Das ist nochmal so der nicht ganz kleine Maurertransporter. In der Bermuda, der Elje Elk ist also wirklich ein sehr schneller Mann, kommt aus Schweden, zu dem Zeitpunkt in der EM geführt. Das ist ein Mann, den man fast seit 10 Jahren schon eine Formel 1 Karriere voraussagt. Bleigrenstream 77 ist der ehemalige Lotus Formel 1 Fahrer Jim Grover, der fährt einen Werkstollmann, das ist der Bärtige da, auch mit Hartmotor. Im Gespräch da hinter der Schlanke mit der Brille Riccardo Paletti, italienischer Millionärssohn, der auch unbedingt in die Formel 1 will. Geld spielt keine Rolle. Hier wieder sein March. Das Team verfügt
über wahnsinnige Geldsummen, wie ich zuerst schon gesagt habe. Also sie haben ein Budget für ein Ein-Auto-Team von über 10 Millionen Schilling. Das ist also gegenüber Jo Gartner sein Budget also ein Vielfaches. Sie haben sehr gut begonnen und sind dann sehr rückgefallen. Hier Gio Fleece, Honda. In der Folge war also Gio Fleece dann ein sehr, sehr guter Mann und hat auch die EM 81 gewonnen. Es hat da ziemlich einen wilden Start gegeben. Es gab ein größeres Gerangel in der ersten Kurve, die hier leider verdeckt war. Es kam dann auch Riccardo Paletti an die Boxen. Anfangs führte Elie Egg, gefolgt von Gio Fleece. Und dritter war Corrado Fabi. Joe war am Anfang Elfter. Er wollte sich aus der anfänglichen Keilerei heraushalten, was ihm auch gelungen ist. Hat sich dann noch auf den 9. Platz vorgekämpft und konnte sich dann nicht mehr verbessern. Die Motorprobleme kamen ab Viertel der Distanz wieder. Im Hause Gartner. Motor, eben kommt der Motor, es ist ein Heidegger Motor, ein Leasing-Motor. Das hat den Vorteil gegenüber einem eigenen Motor, dass er immer revidiert wird und relativ am neuesten Stande gehalten ist. Wie sich nach dem Rennen herausstellte, war dieser Motor nicht sehr geeignet für Mugello. Er hat nur in den höheren Regionen, im höheren Drehzahlbereich seine optimale Leistung gebracht. Die Heidegger Kurzhubermotoren haben eine Streuung von 325 bis angeblich 332 PS. Wo sie die bringen, ist nicht ganz klar, weil ich glaube 332 PS ist eine etwas überhöhte. Welchen Endstand hat es beim Rennen gegeben? Es siegte Corrado Fabi auf den Rollel Werksmarsch. Zweiter war Gio Fleece mit den Honda. Dritter war Piero Necchi mit dem Merzario March. Elie Egg war Vierter. Fünfter Stefan Johansen mit dem Tollmann. Wie gesagt, 9. Jo Gartner.
1983 European Formula 2 Championship Series sees the emergence of a new Formula 2 team to challenge the dominance of the Casio-Ralt Honda team and the Works March teams. This formidable challenge will come from the Emco Spirit BMW team, their drivers Austrian Jo Gartner and Frenchman Pierre Chauvet. The Emco team will be using the Spirit chassis, which last year was used by Stefan Johansson and Thierry Poussin. Last year it was powered by the Honda V6 engine. This year, with Jo Gartner driving, seen here, it will be powered by the four-cylinder BMW 2-litre engine. The team will also be using the Japanese Bridgestone tyres, which proved very successful in the 1981 season, and indeed the Emco team will be the leading runners on these Japanese tyres. Once again, in 1983 Formula 2 proving to be ultra competitive, the leading teams we have the Casio-Ralt Honda teams, Jonathan Palmer and Mike Thackwell driving for that team, and we have three different Works March teams. We have the Onyx Racing Run March team for Beppe Gabbiani, Christian Danner, and at the beginning of the year Thierry Tassin, although later on in the year British driver Dave Scott. We also had the James Gresham Run marches. Then we have the Works Maurer teams, number 4 Stefan Beloff, the fine perhaps of the 1982 Formula 2 season, going very well in this all German built car. This is the Emco Spirit BMW. Seen here at the Misano Adriatico circuit at Misano, Jo Gartner did extremely well and qualified 4th on the grid. The grid made up really of more than 20 of the best Formula 2 cars in the world. In 14th place on the grid was his teammate Pierre Chauvet. During the course of this 30-minute television presentation, we're going to show you 4 races, the first being at Misano in Italy, then on to Enna in Sicily, Mugello in Italy, and finally at the Po circuit in France, the race around the streets, probably the most important Formula 2 race of the year. So preparations complete for the race here at Misano. On the grid, pole position for Martini, driven by Frenchman Philippe Alliot. Right behind him is Jonathan Palmer, the man who is to win the 1983 European Formula 2 Championship with his Casio-Ralt. Third place is Philip Streif with the AGS, whilst in 4th place on the grid and the leading Bridgestone runner is the Austrian Jo Gartner with the Emco Spirit, of course powered by the BMW engine. And they're away, and Palmer makes a very good start, as does Philip Streif. Nannini going well there, Jo Gartner side by side into the corner, looks to be around about 4th or 5th place into the first corner. Not far behind Jo Gartner. Martini at the moment running in 6th place. Gartner and Martini very close behind him. And there, this battle between new 3rd place man, or about to be demoted from 3rd place man, Jo Gartner getting as high as 3rd place here at Misano, before being taken by Pierluigi Martini, the man who went on to win the European Formula 3 Championship in 1983, here having his first ever taste of Formula 2 racing. So Palmer leads. There is Gabbiani in 2nd place. Gartner, who was in 3rd place, retires in the latter stages of the race with an engine problem. Still with a smile on his face, though, as he sees our camera, shaking his head a bit. It was a good race for him. He's got as high as 3rd place. But it's the Casio-Ralt Honda of Jonathan Palmer who goes on to win the race here at Misano. In 2nd place, Pierluigi Martini, whilst finishing in 3rd place, Roberto Del Castello.